Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fey. Heute malen wir mit Kaffee. Also ich möchte Kaffee mit verschiedenen Materialien ausprobieren. Wie oft kommt es vor, dass man unterwegs ist, auf Reisen ist, in einem Café sitzt, vielleicht auf den Zug wartet und noch ein bisschen Zeit hat, aber nur das Tagebuch in der Nähe und den Reisefarbkasten schon tief im Rucksack verstaut. Und ja, den Kaffee hätte man zur Verfügung. Heute möchte ich Kaffee ausprobieren mit verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Salz, was auch sehr oft auf den Tischen steht. Dann probiere ich es auch noch mit Alkohol. Und letztendlich, das hat man sicher nicht dabei, mit einem Opacweiß, also mit einem Deckweiß von Schminke. Und dann werden wir es weiterverarbeiten mit einem Mikronstift und einem schwarzen Buntstift von Faber-Castell. Vielleicht auch sogar noch mit einem weißen Buntstift. Also ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das es geht. Jedenfalls werden wir damit noch ein bisschen was anstellen. Nun freue ich mich einfach auf auf diese Stunde ausprobieren mit euch. Viel Freude dabei! Ich habe mein Blatt nun mit einem Washi-Tape in 4 Bereiche eingeteilt. Das braucht ihr nicht, wenn ihr das Reisetagebuch dabei habt. Und ich verwende diesen Maestro von Da Vinci Nummer 3. Meistens habt ihr wahrscheinlich einen Reisepinsel dabei oder so. Ja, nun probieren wir. Auf diesem ersten möchte ich einfach mal ausprobieren, wie Kaffee reagiert. Ich grundiere mir also die Fläche. Was habe ich für Möglichkeiten mit Kaffee? Ja, es reagiert fast ähnlich wie Farbe, jedenfalls auf den Pinsel. Nun hole ich mir ein Salz dazu. Da bin ich sehr neugierig. Ich habe es also noch nie gemacht und bin deswegen wirklich... Ja, schauen wir mal, ob es überhaupt reagiert auf Salz, so wie Aquarellfarbe oder eben auch nicht. Ja, als nächstes holen wir den Alkohol. Hier löst sich mal wieder mein Washi-Tape. Den Alkohol habe ich hier drin und kann ihn so drauf tupfen. Oh ja, das reagiert ähnlich, sehr ähnlich wie die Aquarellfarbe. Als nächstes probieren wir das Deckweiß. Da bin ich gespannt. Und zu allerletzt möchte ich
einfach eine Landschaft probieren. Mit sozusagen einem hellen Himmelbereich. Einem Aquarell-Naturschwamm. Und hier haben wir jetzt ein Wasser. Wo wir diese Spiegelungen hineinziehen. Hier vorne werden wir einen Vordergrund malen, aber auch noch mit Hilfe vom Schwarz, also von dem schwarzen Buntstift. So, nun brauche ich Zeit. Ich sehe, hier funktioniert es auch wunderbar, hier mit dem Salz. Das ist ähnlich wie bei der Aquarellfarbe. Auch das Weiß reagiert, also Kaffee scheint wunderbar zu funktionieren für die Aquarellmalerei. Nächstes Mal werde ich mir einen schwärzeren, also den Kaffee dunkler, intensiver machen. Ich warte kurz, bis alles trocken ist und dann machen wir den nächsten Schritt. So, nun zum nächsten Schritt. Es ist trocken, das Salz kann ich runtergeben. Und hole mir meinen Mikronstift. Ja, da ich planlos drauf losgemalt habe, muss ich mir jetzt zuerst überlegen, was soll daraus werden. Hier zum Beispiel denke ich, wird es Gras, werden es wilde Karotten. Und ich starte nicht mit dem Mikron, sondern mit meinem Buntstift. So kann ich jetzt mit dem Mikronstift teilweise das verstärken, aber nicht an jeder Stelle. Also ich habe da mehr Möglichkeiten, wenn ich das einfach, wenn ich da einfach beide Materialien verwende, wird es lebendiger.
Gut. Jetzt haben die da oben meistens noch so kleine Samenstände. Und ihr seht, die mache ich einfach mit so einer kleinen Kritzelbewegung. Also ich gehe da nicht wirklich ins Zeichnerische, sondern ich kritzle so ein bisschen. Denn ich möchte ja, dass jeder von euch das mitmachen kann. Und ich glaube, ein bisschen herumkritzeln, das macht jedem immer mal wieder Freude. Also ich mache das sehr gern, wenn ich irgendwo sitze, beim Telefonieren zum Beispiel, oder wenn ich mir Dinge überlege in einer Geschichte, wenn ich da ein Blatt dabei habe, kann ich da immer so ein bisschen vor mich hin kritzeln. Und das ist oft sehr hilfreich, weil da entstehen dann die Figuren einfach von alleine und ja, so ganz unbewusst malt man der einen einen Mantel, der anderen einen Schlapphut und schon hat man etwas zur Charaktere ein bisschen dazu gewonnen, ohne dass man das so wirklich beabsichtigt hat. Und das finde ich oft sehr praktisch. Ja, das ist vielleicht zu lang. Das muss ich mir dann noch überlegen, ob ich das jetzt wirklich dann so lange lassen möchte oder ob ich es ein bisschen verkürze. Da hier das ja, muss ich vielleicht noch ein paar intensivere Tupfen machen. So, also das erste ist fertig. Ja, durch dieses Salz sieht es so ein bisschen verzaubert aus, gefällt mir gut. Und wenn ihr jetzt doch noch mit dem Kaffee noch mal hineingehen möchtet, ist das natürlich absolut möglich. Hier Alkohol, das sieht ein bisschen verflossener, verschwommener aus. Da muss ich mir überlegen, was sehe ich hier? Ist es was Florales oder ist sogar hier hinten ein Häuschen? Hier die Spiegelung. Ja, das könnte es auch sein. Ich glaube, dass hier entsteht eine Landschaft. Hier hinten möchte ich ein Häuschen, aber da muss ich noch mal mit dem Kaffee hinein. Da ist ein Wald im Nebel, ein Nebelwald. Jetzt habe ich natürlich mein Washi-Tape schon nicht mehr hier. Mit dem kleinen Häuschen. Dann kommt hier ein Uferbereich und da dann ein See, wo man diese Spiegelung noch einmal sieht. Und auch hier dann das Häuschen gespiegelt. Und hier unten Vordergrund, da muss ich es noch mal ein bisschen abdunkeln. Mit Blumen vielleicht. Hier haben wir vielleicht Blumen. Hier werde ich noch einen größeren Baum malen. Jetzt lasse ich es noch einmal trocknen. Ja, nun ist es trocken und hier möchte ich jetzt einen größeren Baum malen.
Ja, und jetzt sieht man schön, dass durch viele Schichten das Ganze dunkler und dunkler wird. Im Vergleich zu hier, hier habe ich nur eine Schicht, der Kaffee hat sich nur da in den Rändern gesammelt und hier jetzt über diese 3, 4 Schichten, ja, kann ich auch hier eine dunkle Nuance erreichen. Jetzt gehe ich mit meinem Faber-Castell Buntstift hinein. Gut, nun kommt unser Mikronstift dazu. Mit dem werde ich jetzt zuerst einmal hier diese Blumen im Vordergrund malen. Was sind das vielleicht? Vielleicht sind es Fantasieblumen. Gut. Ja, ich denke, man erkennt, was da entstanden ist. Ich hole mir jetzt noch einen weißen Buntstift und kann damit hier noch ein paar Aufhellungen gestalten, gerade an diesem Baum, dass ich ihn noch ein bisschen zu mir herhole. Und gehe zum nächsten. Das finde ich, das ist das Schwierigste hier mit diesem Deckweiß. Und ich werde hier wohl einfach Löwenzahn oder sowas gestalten. Also ich finde, das lässt am wenigsten Raum, also mir zumindest. Und ich werde hier jetzt einfach Löwenzahn malen. Und zwar Pusteblumen, Löwenzahn. Ja, im Außenbereich probiere ich jetzt da noch ein bisschen mit Weiß hineinzugehen. Viel braucht es da nicht, eigentlich nur bei dem. Und jetzt hole ich doch noch den Mikronstift. Und hole mir dann ein paar Dinge in den Vordergrund mehr. So. Und schon sind wir auch hiermit fertig. Nun kommen wir noch zu unserem letzten Bild. Das ist jetzt auch trocken. Und ja, ich
finde, bei dem erkennt man eh schon sehr viel. Da brauchen wir nicht so viel zu tun. Da können wir einfach teilweise das, was da ist, noch so ein bisschen mehr herauslocken. Und dann die Spiegelung, hier ist das Ufer. Und da kann ich jetzt noch Spiegelung ein bisschen verstärken, wenn ich das will. Nicht zu viel, weil wir haben hier jetzt eh schon diese starken Schatten. Wie ihr seht, die Spiegelung, die geht so vertikal zu mir, die Schatten, wenn das Licht, die Lichtquelle hier ist, gehen darüber. Also das ist nicht dasselbe, also da muss man ein bisschen aufpassen, Acht geben, dass man da das nicht übersieht. Gut. Jetzt kommen wir in den Vordergrund, da verwende ich meinen Mikronstift. Da male ich einfach Gras. So, nun sind wir fertig mit unserer Geschichte hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir haben Kaffee verwendet. Wir haben einen weißen und einen schwarzen Buntstift verwendet, einen Mikronstift Nummer 04. Wir haben ausprobiert hier mit Alkohol, hier mit Salz, hier mit Deckweiß und da einfach so bemalt, also eine Landschaft, landschaftlich das gemacht. Das Ganze ist ein Bild mit Kaffee, sind Bilder mit Kaffee. Ich kann hier jetzt daraus, also ich werde sie auseinanderschneiden. Ich habe Buchzeichen zum Beispiel, ich habe kleine Kärtchen, ich kann Etiketten daraus gestalten. Also gerade was ich möchte, das sind einfach so kleine Seligkeitsdinge, Kleinigkeiten, die einfach gut tun, wenn man sie anschaut und vor allen Dingen, wenn man sie malt. Also im Café zu sitzen und zu denken, oh, mein Zug geht erst in 3 Stunden oder in 2, ich habe aber schon meinen Koffer hier oder das ganze Gepäck. Ich kann also jetzt nicht noch groß herumgehen, weil es ist mir einfach zu anstrengend. Ja, dann nehmt euch einen Kaffee, gönnt euch einen Kaffee, trinkt ein paar Schlucke und dann mit dem Rest malt. Wenn ihr in einem türkisch-griechischen Land seid und unten ist sogar noch der Kaffeesatz, ist es wahrscheinlich noch viel idealer, weil dann könnt ihr hier im Bodenbereich sogar richtig erdig werden mit echtem Kaffeesatz. Ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eine ganz schöne Zeit euch. Tschüss.